Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du neu hier bist, ich bin Jens. Auf meinem Kanal gibt es jede Menge Technikvideos, unter anderem in den Bereichen der Videografie und Fotografie. In dem heutigen Video zeige ich euch die seit dem November releaseden Flynova Pro Spinners. Dieses kleine Päckchen hat mich vor ein paar Tagen erreicht, also da war nochmal eine kleine Umverpackung drumherum und dieses kleine Päckchen war dann in dem größeren Päckchen verpackt und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Flynova, der Publisher des Ganzen. Nummer 1. Hier haben wir einmal den Produktnamen Flynova Pro, beziehungsweise der Firmenname Flynova. In den 3 Farben gibt es das Produkt, einmal in Blau, einmal in Rot und in Rosa. Hier haben wir einmal den Werbeslogan von dem Publisher, The Most Tricked Out Flying Spinner, Flynova. Hier unten links in der Ecke sehen wir nochmal 5 Symbol-Icons. Also das erste steht an 360 Grad, dass sich der Flynova Spinner 360 Grad um seine eigene Achse drehen kann. Dieses Symbol steht wahrscheinlich dafür, dass es halt auch leuchtet, wegen der LED-Beleuchtung, per USB aufladbar. Einen Bumerang-Effekt hat das Ganze, das heißt, wenn man den Flynova Spinner wegwirft, dann kommt es auch auf irgendeine Art und Weise wieder. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ja, bei dem Symbol bin ich mir unsicher, was das sein soll, also da komme ich so auf Anhieb nicht drauf. Falls ihr irgendeine Idee habt, könnt ihr mir das gerne in die Beschreibung reintexten. Vielleicht könnt ihr mich erleuchten. Also ich komme jetzt spontan nicht darauf. Sorry. Gehen wir mal zur nächsten Seite über. Die Box beinhaltet ein Flynova Spinner, ein USB-Ladekabel, eine Gebrauchsanleitung und dann sind hier auch nochmal die Maße angegeben, 95 x 95 x 95 mm. Dann die Batterie, das ist ein 200 mAh Akku. Das Gewicht des Gesamtpakets liegt bei 156 Gramm und das Nettogewicht des Flying Spinners oder Flynova Spinners liegt bei 27 Gramm. Dieser kleine blaue Punkt in der Ecke sagt praktisch aus, welche Farbe das Item in dieser Box hat. Empfohlen wird der Flying Spinner für Kinder ab 6 Jahren. Dann packen wir das Ganze mal aus. Ich schiebe mal hier von der Seite. Okay. Das gleiche nochmal. Und dann aufklappen. Yay! Also es leuchtet schon mal so schön blau, also blau Metallic. Hier haben wir das kleine USB-Ladekabel. Dann haben wir hier Bedienungsanleitung. Also hier sehen wir einmal Zeichen ab, also für oben. Und wenn man hier so durchguckt, hier ist der Port, wo man das Ladekabel anschließt, also für das Micro-USB-Kabel. Hier ist der An- und Aus-Knopf, also kein Schiebebutton, sondern ein Push-Button. Ein Druckknopf, wo man auch nicht so aus Versehen dran touchen kann, also da muss man schon mit der Fingerkuppe rein oder mit dem Fingernagel oder man nimmt einen Stift zur Hilfe und drückt den rein. Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. Ja, unter diesem Ganzen, wo der Button dran ist, sieht man auch so leicht durchschimmern, ist eine grüne Steuerungsplatine, die Steuerungseinheit mit dem
Chip, der das Ganze reguliert, auch mit den Drehzahlen und so. Darunter sitzt der Motor und ja, das Weiße, die Rotorblätter, die das Ding praktisch zum Fliegen bringen. Das war soweit von der Technik. Das Ganze ist hier flexibel, also es ist nicht total hart, wenn es irgendwo gegenprallt. Man sieht es hier, ich drücke das mal ein. Kunststoff, den man halt ein bisschen beanspruchen kann. Also wenn er irgendwo hart landet oder von irgendwo runterfällt, dann bricht es nicht gleich, sondern ist dehnbar. Das ist das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute da drin. Nee, irgendwie ist mir das gerade so durch den Kopf geschwirrt. Okay, das war der eine Flying Nova Pro. Das Ganze kam in einem Bundle. Hier haben wir das gleiche in grün beziehungsweise in rot. Hier ist der Punkt. Ja, so wenn man den einen vom Akku komplett aufgebraucht hat. Ich glaube, die Laufzeit liegt auch so bei 25-30 Minuten. Und die Ladezeit beträgt, glaube ich, auch sowas in dem Dreh. Aber ich gucke vorsichtshalber auch gleich nochmal nach. Dann kann man, wenn der hier ans Netz muss, dann könnte man den anderen weiter zum Spielen benutzen. Nehme ich blau oder nehme ich rot? Außer diesem Bumerangwurf, an dem ich mich gerade versuche, kann man natürlich auch noch andere Sachen mit diesem Ball anstellen. Und zwar Höhenflüge von bis zu 15 Metern oder auch Gleitflüge über längere Strecken. Der Flying Nova Pro Spinner ist sowohl für den Indoor-Bereich als auch für den Outdoor-Bereich geeignet. Dadurch, dass die Rotorenblätter rundum mit einem Käfig verziert sind, sind die Finger vor falschem Auffangen des Spinners geschützt. Sollte der Spielspaß tagsüber nicht ausreichen, kann man das Ganze auch noch auf den Abend ausweiten. Dank der tollen LED-Beleuchtung ist die Nutzung dieses Gadgets auch in der Nacht bzw. abends möglich. So, das war's mal wieder. Heute mal mit einem etwas anderen Gadget. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen zweiten Advent. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.